Schmetterlinge. Was hast du denn da? Guck mal, ein Schmetterling. Willkommen hier am See. Butterfly-Effekt. Schon einmal etwas davon gehört? Schmetterling-Effekt. Ein interessantes Phänomen. Flattert ein Schmetterling in Brasilien, beeinflusst er scheinbar dadurch die Atmosphäre und kann damit zu einem Wirbelsturm in Texas beitragen. Das hat jedenfalls der Wissenschaftler Edward Lorenz herausgefunden. Aber du, das ist schon ein bisschen viel, oder? Wahrscheinlich schon, aber wer kann das beweisen? Was damit gesagt sein soll, das finde ich an sich schon sehr bemerkenswert. Inwiefern? Dass scheinbar winzige Kleinigkeiten so eine riesige Auswirkung haben können. Weißt du, ich vermute, dass jeder von uns zwischendurch mal sich schon gefragt hat, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Bringt das überhaupt was? Was kann ich, kleiner Mensch, mit meinen begrenzten Möglichkeiten überhaupt bewirken? Das ist so die Frage, hat das, was ich tue, überhaupt eine Bedeutung? Also ist es wirklich wichtig oder ist es am Ende doch egal? Aber manchmal bin ich auch wirklich überrascht, wie sehr das Leben eines Menschen das vieler anderer beeinflussen kann. Paradebeispiel dafür, das fällt mir gerade ein, war die Aktion, die ein 100-jähriger Hauptmann in Großbritannien, der Captain Tom Moore, in dieser Corona-Zeit gestartet hat. Dieser fast 100-Jährige wollte dem nationalen Gesundheitssystem 1000 Pfund zusammenbekommen. Da hat er eine Spendenaktion gestartet und hat gesagt, also als Gegenleistung wollte er 100 Runden in seinem Garten drehen mit Rollator. Und das hat dann die Presse aufgegriffen und aus diesen 1000 Pfund sind dann 30 Millionen geworden. Eigentlich so was Kleines, einige Runden im Garten drehen. Aber die Intention, die er damit verband, die war groß. Mich beeindruckt mehr als das Geld, das er damit zusammenbekommen hat, die Solidarität mit den Mitmenschen und auch diese Liebe und diese Verantwortung für sein Land und für die Menschen in Not. Und auch der Glaube, dass er mit seinen Mitteln etwas in Bewegung bringen kann. Und ich finde es so toll, dass er es einfach gemacht hat. Manchmal muss man einfach machen. Und damit eben den Schmetterling-Effekt auslösen. Der kleine Anstoß am Anfang kann später ein Tornado oder ein Tsunami werden. Am Anfang steht die Freude an den Zielen und Visionen. Und dann geht es in vielen kleinen, winzigen Schritten. Es geht also irgendwie um beides, um den Alltag, die Gestaltung meines Alltags, meinen kleinen Bereich, aber auch um den großen Bereich der Gesellschaft, wie ich da hineinwirken kann. Die Frage ist da so, erleben wir uns als gestaltende Kräfte unserer eigenen Lebensgeschichte und auch unserer Umgebung? Das ist schon eine Herausforderung, aber es geht in vielen soziologischen Beiträgen genau um dieses, um die Wiederentdeckung unserer eigenen Wichtigkeit, also nicht im Sinne von Überheblichkeit, sondern von Verantwortung. Es ist eben nicht egal, was ich tue oder was ich nicht tue, denn in einer Welt, in der alles zusammenhängt, kann auch jeder das Ganze mit verändern. Man muss nur die Stelle finden, wo ich sage, ja, da lasse ich mich ein. Ein 100-Jähriger mit seinen Runden im Garten kann einem ganzen Land durch eine Krisenzeit helfen. Der Glaube und die Ermutigung einer Mutter kann ein verunsichertes Kind zu einer starken Persönlichkeit werden lassen. Der erste Schritt zur Versöhnung nach einem Konflikt kann eine Familie retten. Ein stilles Gebet kann einem Menschen in Not Gnade erwirken. Ein Lächeln, ein freundliches Wort oder eine interessierte Frage kann jemandem, der traurig oder allein ist, neuen Mut geben. Ständige Übung macht aus einem Amateur einen Meister. Musik, Sport, Kunst, egal was. Das mag einfach klingen und dabei ist doch alles so komplex.
Aber genau deswegen ist es die Antwort, die wir brauchen. Eine einfache Antwort, die uns aber überzeugt. Eine Antwort auf die Frage, was kann ich schon tun? Einfach, nicht simpel, sondern eine auf den Punkt gebrachte Ausrichtung für unser Leben. Pater Kentenich war an dieser Stelle sehr begabt. Dieses konkrete Leben und die Ausrichtung auf das Große einfach und energievoll zusammenzufassen. Wenn er zum Beispiel sagt, nicht Angst bekommen, sondern Aufgaben sehen, dann bekommt sofort alles eine kraftvolle Auswirkung. Das Kleine steht in einem großen Zusammenhang. Ja, es gibt noch so ein ganz schönes Wort von ihm, wo ich also Freude ausstreuen kann durch die Art, mich zu geben, wo ich ein klein wenig Sonnenschein verbreiten kann durch mein Wort, durch mein Leben. Da soll ich zugreifen, weil es eine Großtat ist, die ich da vollziehe. Wir leben in einer Zeit, in der viel Großes getan wird, in der Solidarität und Mitmenschlichkeit großgeschrieben werden, in der auch viel gespendet wird. Aber es geht ja nicht nur um Geld. Wir wollen auch Liebe, Hoffnung, Freude und Zuversicht schenken. Oder lernen, wie es geht, dankbar und zufrieden zu sein. Es geht nicht nur aus eigener Kraft. Nein, in dem Ganzen erleben wir dann die Fruchtbarkeit und das Dazukommen von Jesus Christus. Das ist unsere geheime Quelle. Gerade weil er in uns lebt, können wir großzügig schenken. Schlagen wir alle mit diesen Schmetterlingsflügeln und lösen wir einen Tsunami der Liebe und der Freude aus. Wenn es uns auch scheint, als wäre es etwas Belangloses und Kleines, gemeinsam und mit Gott im Bund sind wir stark. Da kann auch hier Unvorhersehbares und Großes werden.